das gesehen? auch durchaus gesehen. Also ich hatte sozusagen, das gehörte zu meiner Tätigkeit mit dazu, auch eine Ausbildung als Zugfahrer, als Arbeitszugfahrer, konnte also selber Diesellokomotiven über unsere Strecken fahren. Und während der Ausbildung sind wir auch durchaus zum Beispiel durch die Transitstrecke gefahren und deswegen, da konnte man ja auch hinlaufen, konnte man anhalten. Und Menschen jetzt, wie gesagt, wie da im Großprofil, die die Streckenkontrolle gemacht haben von der Westberliner Seite, die sind jeden Tag bis an den weißen Strich rangegangen und ich bin da durchaus auch mal gewesen. Und dann, wenn man sich dem zu Fuß näherte, dem weißen Strich von Westen, dann ging eben auf der anderen Seite das Licht an und man merkte, dass man beobachtet wurde, auch wenn man keinen gesehen hat. Also die Kollegen der Grenztruppen waren hinter irgendwelchen Schießscharten verborgen, die konnte man also nicht persönlich sehen. Also ich habe sie zumindest nicht gesehen. Vielleicht hat sie auch jemand mal wirklich gesehen. Aber es war klar, dass da eine Detektion stattfand und dass wie eine Annäherungsüberwachung da war, mit dem man erkannt wurde, dass man sich der Grenze genähert hat. Aber mehr passierte da auch nicht. Naja gut, in gewisser Hinsicht ja fast könnte man sagen privilegiert, weil man an eine Grenze kam, die zwar bewacht war, das wusste man, aber wo natürlich kein körperlicher Zaun, kein Stacheldraht, keine Mauer stand, sondern die Züge, unsere Züge fuhren ja auch durch die Strecke einfach durch, fuhren ja einfach weiter. Insoweit war das schon nochmal eine andere Welt und ja, also ich zumindest habe natürlich dann auch sehr wohl mit wachem Auge, wenn ich mal im Ostteil der Stadt zu Fuß eben als Tourist unterwegs war, geguckt. Man konnte ja die Notausstiege sehen. Über jeder U-Bahn-Strecke gibt es Notausstiege, wo man aus dem Tunnel, wenn es für den Fall, dass es mal brennen sollte oder sonst eine gefährliche Situation ist, aus dem man nach oben kommen kann. Und diese Notausstiege gab es auch im Ostteil der Stadt und die waren auch auf der Straße im Osten, wenn man genau hinguckte, zu sehen, genauso wie auch zum Teil Bahnhofsabgänge noch zu sehen waren, aber meistens sehr gut kaschiert. Also vielfach war das dann auch mit irgendwelchen merkwürdigen Behelfskonstruktionen abgedeckt. Also zum Beispiel im U-Bahnhof Alexanderplatz, den konnte man ja östlich benutzen für die heutigen U2 und U5. Wenn man sich da auskannte und wusste von der Architektur, wo eigentlich der Zugang zur heutigen U8 war, dann konnte man schon mit ein bisschen genauerem Hingucken feststellen, dass da quasi so eine Art Pappmaché oder Gipswand stand statt der Mauerwand. Die sah nur äußerlich genauso aus wie die Mauerwand. Die war einfach nur so, ich sag mal, angemalt, als ob es eine Mauerwand wäre. Ja, ich sage mal jetzt ja nicht völlig unangekündigt. Also, dass die Mauer plötzlich geöffnet wurde, war für mich schon persönlich völlig überraschend. Aber die ganzen Tage, Wochen davor waren ja schon so, dass man hat die Demonstrationen mitbekommen, die im Ostteil stattfanden, dass die Flüchtlingszüge, es gab ja diese mehrere große Flüchtlingszüge, Mhm. die aus Prag durch das Gebiet der DDR nochmal dann Mhm. nach Westdeutschland gefahren wurden. Und das, ich sag mal, war schon eine hohe Anspannung vorhanden. Also die berühmte Genscher Rede, weiß nicht, werden Sie als Historiker vielleicht ja auch kennen, vom Balkon der Prager Botschaft. Das war natürlich sowas, was stark im Hinterkopf war, dass also Mhm. insgesamt der Ostblock in Bewegung war. Das war deutlich zu spüren und dass es nicht ewig so weitergehen Mhm. würde, war zu dem Zeitpunkt schon klar. Aber dass plötzlich an einem Donnerstagabend dann es hieß, und jetzt ist die Mauer offen, das war für mich völlig überraschend und unangekündigt Mhm. und damit hatte ich zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht gerechnet. Ging dann direkt schon, also Anfang 1990, da waren ja die beiden Staaten noch nicht vereinigt, die Verkehrsbetriebe schon erst recht nicht. Also die Staatsvereinigung war ja am 3. Oktober 90. Die beiden Verkehrsbetriebe haben sich erst am 1. Januar 92 überhaupt vereinigt. Also so Mhm. lange hat es noch zwei Betriebe gegeben. Aber die ersten Kontakte gab es dann schon im Frühjahr 1990. Daran kann ich mich ganz gut erinnern, weil es noch vor der Währungsunion war. Also bis zum 30.06.1990 gab es ja noch getrennte Währungsgebiete, die Mark der Mhm. DDR und die Deutsche Mark im Westen. Und so lange gab es ja auch noch Kontrollen. Die waren zwar dann locker und es konnte dann im Prinzip schon jeder rüber. Also das wurde auch immer lockerer im Laufe der Monate. Aber erst am 1. Juli war die Währungsunion erreicht und damit gab es gar keine Grenzkontrollen mehr. Damit war natürlich das Hin- und Herfahren auch wesentlich einfacher. Und wir hatten aber schon im Frühjahr vor der Grenzöffnung durchaus Kontakte, wo also dann zum ersten Mal Ostkollegen zu uns rüberkamen. Dann sind wir auch mal rübergefahren, haben die besucht und man hat sich so ein bisschen beschnuppert. Also da gab es noch keine Mhm. konkrete
Verantwortungsübergabe, Übernahme, aber es lag natürlich in der Luft, dass wir bestimmte Dinge gemeinsam machen würden und es gab natürlich ein großes Interesse, insbesondere muss man schon sagen, auch von den Ostkollegen daran, ob nun der Westen, wie sie immer angenommen haben, technologisch denn nun wirklich so deutlich überlegen war, was er jetzt an unserem Gebiet, glaube ich, nicht wirklich so raumgreifend war. Also da war auch sicherlich viel Träumerei mitunter dabei und wir konnten uns eben auch vergewissern, dass zwar manches im Osten immer außerordentlich ja sehr provisorisch aussah und es gab ja den klassischen Materialmangel, da ist ja auch sonst viel drüber geschrieben worden, auch außerhalb meines Fachgebiets. Aber ansonsten haben die Kollegen durchaus natürlich gerade durch die Kunst der Improvisation auch enorm viel geschafft und auch, ja, auch originelle Dinge verwirklicht, die wir bei uns nie gehabt haben. Also manche Dinge waren auch schon fortschrittlicher in gewisser Hinsicht. Also was es im Osten gab, das ist so ein bisschen, hat sich jetzt natürlich auch durch das ganze, durch veränderte Art der Berufsausbildung des Studiums hier auch nach Bologna im Westen natürlich insgesamt verändert. Was damals schon so war, dass deutlich mehr Praxisbezug vorhanden war. Also würde mal so sagen, im Westen, ich bin da vielleicht geradezu ein Musterbeispiel, ich bin Bauingenieur und habe aber natürlich nie als Bauarbeiter gearbeitet, sondern ich habe Abitur gemacht, damals Wehrdienst gemacht bei der Bundeswehr und habe studiert und nach dem Studium habe ich angefangen zu arbeiten bei der BVG als Bauingenieur für die Gleisbauinstandhaltung. Im Osten war es wesentlich stärker so, dass alle, die so ein Studium machen wollten, natürlich erstmal auch überhaupt arbeiten mussten. Das heißt also Gleisbau richtig als Gleisbauer lernen, also was man so auch als so eine Art berufsbegleitendes Studium, würde man heute sagen, machen. Die Menschen wurden meistens delegiert, so haben sie uns das dann später auch geschildert. Und das sind Dinge, die wir ja nicht genauso jetzt machen im Gesamtland oder im Gesamtbetrieb, aber doch wesentlich stärker, dass wir versuchen, eigene Auszubildende, die sich gut machen, die eben talentiert sind, die auch leistungsfähig sind, denen ein Studium zu ermöglichen, natürlich auch, um sie an den Arbeitgeber BVG zu binden. Und das war damals durchaus ja, ein wahrnehmbarer großer Unterschied, jetzt mal so in der Art, wie Berufe gebildet wurden und wie sie ausgeübt wurden.